So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Cthulhu. Wir sind nicht unbedingt weit gekommen. Wir haben uns in Darkwater noch ein bisschen umgeschaut, umgehört und ja, haben jetzt nicht die besten Freunde hier gefunden. Was wir aber gefunden haben, sind 3 Teile, um einen Mechanismus für das Aktivieren und werden uns jetzt ja in die Kanalisation begeben, um ja das Lagerhaus 36 zu erreichen. Und dieses Grün ist doch wirklich schon sehr wundervoll, ne? Können wir hier durch? Ja, oh, ist das ekelhaft. Okay. Ja. Was haben die denn hier? Smoke. Ah. It's coming from this oil. Ah, I hope it's not toxic. Aber ich würde jetzt hier nicht irgendwie... Ja. Oh Gott, ja. Tut mir leid. Okay, wir müssen sowieso in die Richtung. Haben wir sonst noch hier irgendwas? Nein. Okay. Oder watschen wir mal durch das Wasser. Aber da würde ich jetzt nicht einfach so... Obwohl, na gut, wenn das Öl für die Lampen, also für die Öllampen verwendet wird, dann ist es ja eigentlich, ich habe Angst, safe zu sagen, dass das Feuer jetzt hier nichts anrichtet, ne? Ja, nein. Alter, Spiel bei einer Halluzination. Ja, das Seetang. Es ist immer das Seetang. Lass mich mal kurz machen. Es tut mir leid, wenn ich gerade wieder hier also beim Abbrechen. Ja, bitte. So. Ist das ekelhaft. Wahrscheinlich haben die Halluzinationen aufgrund der aufgrund der Öllampen, aufgrund des Rauches, denke ich mal. Ich wusste es, da kommt irgendwas. Guck mal. Hör mal nach rein. This is primitive. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Menschen, die tragen irgendwas. Und der hat 3 Arme. Oder 3 Beine. Wie man es sehen möchte. Also. Und Handabdrücke. Ja, schön. Ja, jetzt sind wir hier. Ach, hier sind wir. Ah, es fällt bestimmt gar nicht auf, wenn wir jetzt die Leiter hier nehmen, ne? Oh. Oh, Gott, this stinks. Meine What is the Güte. connection between this place and the Sarah Hawkins case? Vielleicht hat der gute Charles Hawkins irgendwelche Relikte, Artefakte von diesem Kult gekauft und springen. Rekonstruktion so einer Szene erhalten. Psychologie? Hä? What happened here? Okay, der war auf jeden Fall sehr sauer, deswegen hat er in den Spiegel geschlagen. Oder wollte er einfach 7 Jahre Pech haben, ne? Manche Menschen, die haben halt nur Glück im Leben, da braucht man noch ein bisschen Abwechslung, deswegen schlagen auch manche Menschen in den Spiegel hinein, damit sie mal ein bisschen Pech haben im Leben. Ganz verständlich. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Der ist ein bisschen ausgelaufen. Ist das ein Hund? Is this one of Sarah Hawkins' paintings? It smells as bad as it looks. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this?
Vielleicht braucht er ja auch noch eine Ausrede, wieso er diese Schmerzmittel nimmt, weil er hier leben muss. Und das bereitet ihm schon genügend Schmerzen. Can't sleep. I Ja. know how that feels. Oh ja. Okay. Sonst haben wir nichts weiter, ne? Ja, das macht mich gerade irgendwie... Friert mich da. So. Neuer Hinweis gemerkt. Sieht das toll aus. Guck. Oh. Ist denn das? Ist das Fisch? Ja, genau, hier. Ja, hier würde ich mich auch am liebsten reinlegen. Ja, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Mmh. 2. So, ne? Redegewandtheit, Verstand. Die versunkene Stadt. Bei der Untersuchung des Lagerhauses der Hawkins betrat Pierce einen teils überfluteten Tunnel unter dem Hafen. Hört griff etwas nach seinem Arm und zog ihn unter die Wasseroberfläche. Nach Luftringen erhascht der Detektiv einen flüchtigen Blick auf menschliche und tierische Leichen sowie eine Stadt unter Wasser. Pierce kämpfte sich zurück an die Oberfläche und erkannte, dass sich keine Tentakeln, sondern nur Seegras um seinen Arm geschlungen hatte. Die Klarheit und Brutalität der Vision verstört ihn dennoch. Ich bin immer noch stabil. Lagerhaus von Hawkins. Obwohl das Lagerhaus seit dem Tod von Charles Hawkins offiziell leer steht, hat hier vor kurzem ein heimlicher Bewohner gehaust. Es gibt gewisse Anzeichen dafür. Auch blutbefleckte Verbände, wahrscheinlich von einer Verletzung, und Tabletten sind zu finden gewesen. Schmerzmittel und Schlaftabletten. Außerdem scheint der Bewohner von Sarah Hawkins besessen zu sein, wie mehrere Dokumente belegen, die mit dem Leben der Künstlerin in Verbindung stehen. Foto, Zeitungsausschnitte. Officer Bradley entdeckte außerdem ein teilweise verbranntes Gemälde aus der Villa der Hawkins, womit zweifelsfrei feststeht, der Inhalt des Lagerhauses ist mit dem Fall Hawkins verknüpft. Dieses grüne Licht macht mich ja wahnsinnig. Achso, es ist gar kein Hund. Das ist einfach nur ein Typ, der wahrscheinlich der Maske trägt. Ach, ist das die ist sympathisch. Der hat in Kunst bestimmt immer eine 1. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! The Hawkins case has been wound up. Let the dead rest in peace. Wir sollten zusammenarbeiten. Es interessiert sich noch jemand für die Hawkins. Der Fall ist alles andere als abgeschlossen. Ich vertraue dem nicht. Weil der auch so eine hohe Polizeimütze trägt. Deswegen, der Fall ist alles andere als abgeschlossen. Wound up? You mean messed up? Dog. We don't take no lessons from the likes of you. We do our job carefully and fairly. No stone was left unturned. Really? Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Ich laufe. Look behind you, at the top of the ridge. You see the building?
Da würde ich auch mein Haus hinbauen. That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Ja, da würde ich auch mein Haus hinbauen. Yay, das merkwürdige, hochgelegene Haus. Garten der Hawkins. Das Hawkins Anwesens, Kapitel 3. Pierce hatte es ins Lagerhaus geschafft. Der Ort, der verlassen sein sollte, hielt einige Überraschungen bereit. Zeichen eines Bewohners sowie ein angesenktes Gemälde. Es wird von Officer Bradley bei seiner Untersuchung unterbrochen. Also er wird von Officer Bradley bei seiner Untersuchung unterbrochen, kann ihn aber überzeugen, ihm bei den Ermittlungen zu helfen. Der Polizist erklärt sich bereit, den Detektiv zum Anwesen der Hawkins zu fahren. Eine ganz krasse Narbe, der Polizist. Well, here we are. Hawkins mansion. Warum denn nicht? The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Ich dachte, die Villa sei in Flammen aufgegangen. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Die Villa könnte jeden Augenblick You won't einstürzen. get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. Natürlich habe ich noch Fragen. Ich habe schon von Winchester gehört. Ach so, wann denn Your da? partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Gibt es etwas, worauf ich achten sollte? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Sie kennt sich jetzt ziemlich gut You're aus. the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Wir haben keine Zeit zu Night verlieren. falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. Ist auch schon I'll go Nacht. with you, if only to reassure Silas. Zustimmen. Ja, der kann gerne mit mir kommen. Ich fühle mich immer ein bisschen beruhigter oder entspannter, wenn ich nicht alleine Why not? umwatschel. You can help. Right. Let's go. Wenn ich kurz...
Wartet der auf mich? Ja, die Frage, ob wir sie noch umschauen können. Ja gut, das ist schon echt eine nette Aussicht. Oh, was sind wir denn hier? Ein kleiner Holzwal, eine aus Holz geschnitzter Walfigur. Diese Art Spielzeug machen sie Leute für ihre Kinder. Haben wir nichts weiter? Okay, wir folgen dem jetzt einfach mal. Bradley. War das Officer Bradley? Ich glaube ja. Warten Sie bitte mal auf mich. Ich verlaufen. Bradley. Ach, das steht da. Ermittlung. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Hier geht es wahrscheinlich zum Anwesen. Gut, da gehen wir erstmal. Officer. Musik. Oh, da liegen sogar noch Blumen. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Ja. The old caretaker must be very attached to her. Und die wurden zerstört, die waren vom Charles. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Das ist eine merkwürdige Why Ruhestätte. were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Ich habe genug gesehen. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Hier haben wir noch einen Poor Simon. kid. Ja. Poor kid. Das stimmt. Wollen wir nicht die nehmen? Nein, dann. Das ist wirklich gruselig. Ist mir einfach nur so eine ungünstige Jahreszeit hier aufgetaucht. I laid me down and slept. Psalm. Ich habe mich hingelegt und habe geschlafen. Ich erwachte für den Herrn. Sustained me. Weiß ich nicht, was sustained heißt. Scheint auch jetzt hier nicht allzu wichtig zu sein. So. Mal hier hoch. Oh, wunderschön. Wunderschön. Ich freue mich schon auf dieses Spiel, wenn ich das jetzt sehe. Aber wie schön das mal gewesen sein muss. Ach, hier wären wir gar nicht hingekommen. Ha! Wie schlau. Wir müssen bestimmt eh da dort hinten hin. Aber was sie für ein Geld wohl gehabt haben müssen, ne? Schon beeindruckend. I'll have to find another entrance. Guck mal, eine Krähe. Wenn das kein gutes Omen ist, weiß ich auch nicht. Hallo.
wie das alles schon verrostet ist. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa. You're Mr. Winchester. Lower that axe, and let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Ach so. In ihren Ermittlungen entweihen sie diesen Ort nicht, aber für Steven Webster. Ja. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Wollen Sie mich loswerden? Sarah Hawkins hat Ihnen viel bedeutet. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on then, just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Ja. Ah, da kommt dann der andere schon. Darkwater, Einwohner, Alter 64, sei des Winchester, Tätigkeit Verwalter des Anwesenden Hawkins, sei des Winchester, der alte Verwalter der Familie Hawkins, wacht noch immer über den Friedhof und die abgebrannte Villa der Familie. Bei aller Hingabe zu Charles Hawkins, den er aufwuchsen sah, hat er auch großen Respekt für Sarah Hawkins und ihren Sohn Simon. Die langen und einsamen Monate auf dem verlassenen Grundstück haben ihn sehr misstrauisch gemacht. Silas legt noch immer Blumen auf die Gräber von Charles, Sarah und Simon. Officer Bradley, Alter 37? Die sind doch alle 1000-mal älter. Der ist doch hier schon Mitte, Ende 40. Tätigkeit Polizist. Dieser Dorfpolizist mag Ordnung und Gerechtigkeit. Er ist kein großer Ermittler, aber er möchte mehr als seine Kollegen die Wahrheit im Fall Hawkins aufdecken. Die Bewohner der Insel sind freundlich zu ihm. Vielleicht kann er mir bei meinen Ermittlungen helfen. Villa der Hawkins Gärten. Ach, das sieht so gruselig aus. Die Villa der Hawkins steht an der Spitze eines steilen Abhangs. Im verlassenen Garten befinden sich die Gräber der Familie. Nur der alte Verwalter Silas Winchester treibt sich hier noch herum. Er bewacht das Anwesen erbittert und legt noch immer Blumen auf die Gräber seiner früheren Herrschaften. Es ist ein düsterer Ort. Hinweise, Kapitel 3. Yay, wir haben den Schlüssel. Auch da ist erstmal eine. Warten die auf mich? Oder wartet auf mich? Ich will nur mal kurz rechts gucken. Er geht an ihm vorbei. Ich will mich hier umgucken. This gate is locked. Okay. War auch nix.
Da kommen wir hier unten noch mal hin. Ich weiß es halt nicht, ne? Okay, verschlossen. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. I know a thing or two about solitude myself. Okay. Also hier liegt der gute Silas Winchester. Der arme Mann. Wieder zurück zum Polizisten. Ich hätte gedacht, das ist ein bisschen Dreiergespannt hier, ne? Sieht das schön aus. Den Spaß hier jetzt bestreiten. Warte, ich komm gleich. Shall we enter? Ja, gleich, warte. Wo ist denn das Silas hin? Ach, da. Ach, der ist ja wirklich... Warte mal, können wir mit dem reden? Das macht aber sehr schön. Do you have a moment? What now? Nothing. Sorry. Stop wasting. Okay. Ich fühle mich jetzt gar nicht mehr so schlimm, wenn ich weiß, dass er da draußen ist. Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Let's take a look inside. I'm with you. Guckt mal, das ist ein Schatten, ist das eklig. Pierce und Officer Bradley erkunden den Garten des Hawkins Anwesens. Die Familie ruht auf dem Friedhof des Grundstücks, das von Silas Winchester bewacht wird. Der alte Verwalter seinen Arbeitgeber noch immer treu ergeben, wacht mit seiner Axt über das Anwesen. Pierce und Bradley können ihn beruhigen und erhalten Schlüssel für die Villa der Hawkins. Sie betreten das Gebäude und suchen nach dem Ort des Feuers. Follow me. I know the place. Okay. Who left this light on? Vielleicht Silas? Ermittlung. So. Ende Gelände. The Last Supper of the Hawkins. Krass. What does this tell me? Das sah echt schön aus. This roast. What strange creature has flesh like this? Hm. Das sieht doch ein bisschen komisch aus. Das sieht aus wie eine Krake. Oh, ist das ekelhaft. Die haben Krakenfleisch gegessen. Ist das eklig, ja. Ermittlungen. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Der arme Junge, der muss es essen. Boah. Und die Mutti saß hier. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Hat er gezwungen, Something dass sie es happened essen. at this table. Hm. An argument? Sicherheit. Vielleicht wollte er ja, dass sie das Fleisch essen, warum auch immer. Und der Sohn wollte das nicht essen, hat es fallen lassen. Und sie wollte ihn beruhigen. Und er ist halt ausgerastet, warum auch immer. Ach, eine nette Familie. Eine nette Familie. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Kann ich hier irgendwie das Licht anmachen? Das ist schon wirklich echt dunkel, ne? Let's see if I Silas can find managed to something bring the fire cops under missed. control, but it was already too late for the Hawkins. Krass.
Aber wenn die sagen, die Villa ist abgebrannt, warum ist denn das Abendessen, also das Abendmahl nicht abgebrannt? The child's corpse left a trace. Where are the others? Der Arme. They had a Eine fight. Öllampe. Why? Oh. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? So. Also der Mann war schon sehr gewalttätig, ne? Also so wie ich das jetzt hier sehe. Wirklich sehr netter Mensch. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Mit Sicherheit, deswegen war er wahrscheinlich auch so aggressiv. Did someone escape the fire? Hier haben wir nichts mehr, ne? Die arme Frau. Ach so. Did it stop at the time of the fire? Kaputte Uhr. Haben wir denn jetzt hier schon alles? Also von den Entdeckungen haben wir alles. Die Öllampe haben wir, den armen Sohn haben wir. Oh, hier mal ein Gemälde. Und hier gab es mal ein If the Gemälde. painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Oh, da kommen wir. Das Feuer war kein Unfall, die Hinweise sind widersprüchlich, die Polizei hat bei ihren Ermittlungen versagt. Das Feuer war kein Unfall. Ja, war eigentlich, ja, die Hinweise sind widersprüchlich, würde ich sagen. Ich würde mir jetzt nicht so, weil er nimmt jetzt seinen Job schon ernst und er hat ja in dem Fall mit ermittelt, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass sie komplett versagt haben. Es hätte schon ein Unfall sein können, wenn die sich gestritten haben, ne? Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt, wie heißt das Wort? Also so finalisieren, dass es doch kein Unfall war. Die Hinweise sind widersprüchlich. Much of this evidence simply contradicts the investigation's findings. Really? Tell me about it. Die haben das Feuer überlebt. Das Feuer war kein Unfall, die Lampe hat das Feuer ausgelöst. Der Zeitpunkt des Unfalls kann nicht stimmen. I was under the impression the fire started around midnight. Yes, Silas banged on our door around 1 a.m. Poor devil ran so hard he was almost belching his lungs out. This clock burned before 10 p.m. That's impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Besides, Dr. Fuller confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. Was ist das für ein Arzt? Finden Sie es nicht verdächtig? Ich würde einfach mal fragen, was das für ein Arzt ist. Dr. Fuller? A brilliant surgeon and a friend of the family. I'm sure he took the matter to heart. So, excuse me if I value his opinion over yours. So be it. Let's move on. Die Lampe hat das Feuer I ausgelöst. suspect this lamp caused the fire.
That's what the investigation suggested, too. But does your report mention the bloodstains? The lamp didn't fall, it was thrown at someone. For heaven's sakes, no. The report doesn't mention that. Das Feuer war kein Unfall, jemand hat das Feuer It would überlebt. seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? Musik. Die Leichen wurden bewegt, jemand hatte zu viel I getrunken. found a bottle of whiskey. Empty. Well, that must have been a loss for you. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty thin. Who says that bottle hadn't been there for a while? Die Leichen wurden I can bewegt. tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization. By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So, well, Das Feuer war kein I Unfall. firmly believe this fire was more than just an accident. what's your theory? So ein Verbrechen aus Leidenschaft, das war Brandstiftung, das Ehepaar hatte I Streit. think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Oh gut, der folgt mir. Halleluja, ich bin nicht alleine in dem Anwesen. Gut, dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge das Anwesen erkunden. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. Und es ist einfach nur die Atmosphäre, ist die einen jetzt hier ein kleines bisschen um den Verstand bringt und in den Wahnsinn treibt. Und was haben wir hier noch? Pierce, stimmt, ich habe einen CP, den ich machen wir Psychologie, damit wir auch mal 3 haben. Ach nee, Redegewandtheit. Habe ich auch nur 2. Hinweise, das letzte Abendmahl seit dem Brand in der Villa der Hawkins ist der Speisesaal intakt geblieben. Es ist klar zu erkennen, auf welchem Platz welches Mitglied saß. Die Etikette wurde offensichtlich beachtet, auch in einer privaten Situation unter sich. Charles Hawkins saß am Kopf des Tisches mit Frau und Sohn zu seinen Seiten. Der Stuhl könne nach dem Brand umgefallen sein. Vielleicht unterstützte er aber auch die Theorie eines häuslichen Streits. Der Braten wurde auf einigen Tellern nicht angerührt. Das Fleisch, das erstaunlich gut erhalten ist, scheint Gegenstand des Streits zwischen den Hawkins gewesen zu sein. Zerbrochene Öllampe. Laut dem Polizeibericht ist diese Lampe die Ursache des ungewollten Brands, der die Villa zerstörte. Die Blutflecken auf den Trümmern erzählen aber eine ganz andere Geschichte. Sarahs Schuh. Ein teilweise verbrannter Schuh. Er scheint Sarah Hawkins gehört zu haben. Kaputte Uhr. Das Glas dieser schweren Uhr ist zerbrochen und die Zeiger stehen auf 10 Uhr. Das könnte auf die Zeit des Feuers hinweisen oder nichts damit zu tun haben. Die Brandstätte. Entgegen dem Polizeibericht erzählte der Salon der Hawkins eine ganz andere Geschichte des Feuers, das die ganze Familie ereilte. Zuerst ist da der Handabdruck, der die Möglichkeit eines Überlebenden eröffnet. Die Körper von Charles und Sarah Hawkins haben weder auf dem Boden noch im Salon Spuren hinterlassen, ganz im Gegensatz zu dem des Kindes, dessen Spuren nahe des Kamins noch immer zu sehen sind. Dasselbe gilt für die Glasscherben auf dem Boden. Bei näheren Untersuchungen lassen sich Blutspuren an ihnen entdecken. Der eindeutige Abdruck von Gemälde, das im Lagerhaus der Hawkins gefunden wurde, bestätigt, der Fall Hawkins mehr sein könnte als ein bloßer häuslicher Unfall. Ja, und wie gesagt, wir werden in der nächsten Folge uns das Anwesen anschauen. Ich freue mich schon, ich finde es ganz schlimm und dann, ja, hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden und dass die heutige Folge euch gefallen hat.